Lektion 1, das Baby der Familie. Mein jüngerer Bruder ist das Baby der Familie und es gewohnt, verwöhnt zu werden. Das ist bei den Jüngsten üblich. Glauben Sie, dass es seine Persönlichkeit beeinflusst? Definitiv. Er ist selbstbewusst und kontaktfreudig, aber manchmal etwas zu sehr auf andere angewiesen. Es ist interessant, wie die Reihenfolge der Geburt den Charakter eines Menschen prägen kann. Wahr. Ich versuche, ihn zu mehr Unabhängigkeit zu ermutigen. Das ist ein guter Ansatz. Geschwister können einen großen Einfluss aufeinander haben. Wir stehen uns nahe, deshalb möchte ich ihm beim Wachsen helfen und ihn gleichzeitig unterstützen. Es hört sich so an, als ob Sie einen tollen Job machen. Familiendynamiken sind faszinierend. Danke. Es ist eine Lernerfahrung für uns beide. Lektion 2, Statement-Heizkette. Was für Zubehör suchen Sie? Ich brauche eine Statement-Heizkette und ein paar vielseitige Stücke. Das ist eine tolle Idee. Ein Statementstück kann ein Outfit wirklich aufwerten. Genau. Habt ihr Empfehlungen, wo man einkaufen kann? In der Innenstadt gibt es eine Boutique mit einzigartigen Designs. Ich kann dich dorthin bringen. Das klingt perfekt. Ich würde gerne etwas Mutiges und Auffälliges finden. Lass uns dieses Wochenende gehen. Wir können einen Tag daraus machen. Ich bin dabei. Es wird Spaß machen, etwas Besonderes zu erkunden und zu finden. Vereinbart. Lassen Sie uns die perfekten Stücke finden, um Ihren Look zu vervollständigen. Lektion 3, Hautpflegeroutine. Ich reinige, tonisiere und spende Feuchtigkeit jeden Tag. Großartig. Es ist wichtig, auf Ihre Haut zu achten. Definitiv. Haben Sie Lieblingsprodukte? Ich liebe es, natürliche Inhaltsstoffe wie Aloe Vera und Rosenwasser zu verwenden. Das klingt erfrischend. Wie oft führen Sie eine umfassende Hautpflegeroutine durch? 2-mal täglich, morgens und abends. Konsistenz ist der Schlüssel. Ich muss einige Ihrer Empfehlungen ausprobieren. Meine Haut könnte etwas mehr Pflege gebrauchen. Lass mich wissen, wie es läuft. Bei der Hautpflege geht es darum, herauszufinden, was für Sie funktioniert. Danke für die Tipps. Ich bin gespannt auf die Ergebnisse. Lektion 4, Datenschutzeinstellungen. Wir sollten über die Datenschutzeinstellungen auf dem Laufenden bleiben und uns der Risiken bewusst sein. Vereinbart. Stellen wir sicher, dass wir die notwendigen Schritte unternehmen, um unsere Daten zu schützen. Ich werde zuerst meine Social-Media-Konten überprüfen. Wissen Sie, wie man die Einstellungen anpasst? Ja, ich kann es dir zeigen. Es ist wichtig einzuschränken, wer Ihre Beiträge und persönlichen Daten sehen kann. Das ist eine gute Idee. Für zusätzliche Sicherheit werde ich auch die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren. Kluger Schachzug. Wir sollten auch vorsichtig sein, was die Apps angeht, die wir herunterladen, und die Links, auf die wir klicken. Absolut. Wenn es um den Online-Datenschutz geht, ist Vorsicht besser als Nachsicht. Machen wir daraus einen regelmäßigen Check-in. Auf dem Laufenden zu bleiben ist die beste Verteidigung. Vereinbart. Danke für die Tipps. Ich bin jetzt zuversichtlicher, meine Daten zu schützen. Lektion 5, Erinnerung an den Lebensmitteleinkauf. Ja, uns gehen Brot und Eier aus.
Vergessen wir nicht, sie zur Liste hinzuzufügen. Guter Anruf. Brauchen wir sonst noch etwas, während wir im Laden sind? Lass uns den Kühlschrank überprüfen. Vielleicht brauchen wir auch Milch und Butter. Ich werde einen Blick darauf werfen. Wie wäre es mit Snacks für die Woche? Lasst uns ein paar Früchte und Nüsse holen. Es sind gesündere Optionen. Perfekt. Sollen wir zusammen gehen oder abwechselnd einkaufen? Lass uns zusammen gehen. Es macht mehr Spaß und wir können die Aufgaben aufteilen. Hört sich gut an. Ich hole mir die Liste und wir können bald losfahren. Großartig. Sorgen wir für eine schnelle und effiziente Reise. Lektion 6: Routinen durcheinanderbringen. Ich versuche, meine Routine zu verändern und Aktivitäten zu finden, die mir wirklich gefallen. Großartig. Sie werden sehen, dass Ihr Training viel effektiver ist, wenn Sie es genießen. Das ist es, worauf ich hoffe. Haben Sie Vorschläge für unterhaltsame Aktivitäten? Wie wäre es mit einem Tanzkurs oder einer Wanderung? Beides sind großartige Möglichkeiten, aktiv zu bleiben. Ich wollte schon immer einmal tanzen. Vielleicht melde ich mich für einen Anfängerkurs an. Das ist eine fantastische Idee. Es ist auch eine tolle Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen. Wahr. Ich werde nach Kursen in der Nähe suchen und es versuchen. Lass mich wissen, wie es läuft. Ich freue mich, dass Sie etwas finden, das Ihnen gefällt. Danke. Ich werde Sie über meine Fortschritte auf dem Laufenden halten. Lektion 7: Jubel auf der Straße. Die Menge war voller Abenteuer und Ruhm und jubelte begeistert auf den Straßen. Das klingt nach einem unglaublichen Moment. Was feierten Sie? Es war eine Siegesparade, nachdem das Team die Meisterschaft gewonnen hatte. Ich kann mir die Energie und Aufregung vorstellen. Es muss unvergesslich gewesen sein. Das war es wirklich. Die ganze Stadt kam zusammen, um den Erfolg zu feiern. Momente wie dieser erinnern uns an die Kraft der Einheit und der gemeinsamen Freude. Absolut. Es ist inspirierend zu sehen, wie Sport Menschen zusammenbringen kann. Wir sollten planen, eines Tages an einer solchen Großveranstaltung teilzunehmen. Ich würde gerne. Es ist eine Erfahrung, die jeder mindestens einmal machen sollte. Lektion 8: Online-Shopping-Unterstützung. Kunden können die von Ihnen online gekauften Produkte oder Dienstleistungen bestellen und bezahlen und erhalten auf Knopfdruck Support. Das ist das Schöne am E-Commerce. Es ist so praktisch und benutzerfreundlich. Glauben Sie, dass Online-Shopping physische Geschäfte vollständig ersetzen wird? Nicht ganz, aber es verändert definitiv die Art und Weise, wie wir einkaufen. Wahr. Die Möglichkeit, Online-Preise zu vergleichen und Bewertungen zu lesen, ist bahnbrechend. Und die Supportsysteme wie Live-Chat und einfache Rücksendungen machen es noch besser. Es ist erstaunlich, wie Technologie das Einkaufserlebnis verändert hat. Lassen Sie uns das Beste aus beiden Welten genießen: Online-Komfort und Erlebnisse im Laden. Vereinbart. Die Zukunft des Einkaufens sieht rosig aus. Lektion 9: Spannung abbauen. Um Spannungen in herausfordernden Situationen abzubauen, hilft meiner Meinung nach auch aktives Zuhören. Das tut es wirklich. Es zeigt der anderen Person, dass Sie ihre Perspektive schätzen. Genau.
Es geht ums Verstehen, bevor man verstanden wird. Haben Sie andere Strategien für den Umgang mit schwierigen Gesprächen? Es funktioniert gut, ruhig zu bleiben und sich auf Lösungen statt auf Schuldzuweisungen zu konzentrieren. Das ist ein toller Ansatz. Dadurch bleibt das Gespräch produktiv. Es ist nicht immer einfach, aber es lohnt sich, positive Beziehungen aufrechtzuerhalten. Vereinbart. Lassen Sie uns diese Techniken in unseren täglichen Interaktionen üben. Klingt nach einem Plan. Kommunikation ist der Schlüssel zur Lösung von Konflikten. Lektion 10. Zahlungsbedingungen aushandeln. Das klingt fair. Können wir auch die Zahlungsbedingungen aushandeln? Natürlich. Was hatten Sie im Sinn? Ich habe darüber nachgedacht, die Zahlung in 2 Raten aufzuteilen. Das könnte funktionieren. Lassen Sie uns den Zeitplan für jede Rate besprechen. Wie wäre es mit 50% im Voraus und dem Rest nach Fertigstellung? Das ist vernünftig. Ich werde die Vereinbarung entwerfen und zur Prüfung einsenden. Perfekt. Ich schätze Ihre Flexibilität und Bereitschaft, mit mir zusammenzuarbeiten. Freut mich. Stellen wir sicher, dass beide Parteien mit den Bedingungen zufrieden sind. Vereinbart. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Partnerschaft. Lektion 11. Lange nicht gesehen. Hey, lange nicht gesehen. Wie geht es dir? Ich war brav und habe mich einfach mit der Arbeit und dem Leben beschäftigt. Und du? Ebenfalls. Es ist schon eine Weile her, dass wir uns eingeholt haben. Wir sollten uns schützen und uns Zeit für diese Gespräche nehmen. Absolut. Das Leben wird hektisch, aber es ist wichtig, in Verbindung zu bleiben. Wahr. Was hast du in letzter Zeit gemacht? Gibt es etwas Aufregendes? Ich bin ein bisschen gereist und habe neue Hobbys entdeckt. Es war erfrischend. Das klingt erstaunlich. Irgendwelche Lieblingsziele oder Hobbys bisher? Ich habe mich in das Wandern verliebt und einige Nationalparks besucht. Du solltest irgendwann zu mir kommen. Ich würde gerne. Lasst uns bald etwas planen. Es ist großartig, wieder Kontakt aufzunehmen. Lektion 12. Der Zyklus der Jahreszeiten. Der Sommer geht in den Herbst über, dann kommt wieder der Winter. Die Jahreszeiten folgen nacheinander. Es ist faszinierend, wie die Natur ihren eigenen Rhythmus hat, nicht wahr? Absolut. Jede Jahreszeit bringt etwas Einzigartiges und Schönes. Hast du eine Lieblingsjahreszeit? Ich liebe den Herbst, die Farben, die frische Luft und die gemütliche Atmosphäre. Und du? Ich bin ein Sommermensch. Ich liebe die langen Tage und das warme Wetter. Das ist fair. Es ist erstaunlich, wie die Jahreszeiten unsere Erfahrungen und Stimmungen prägen. Wahr. Es ist eine Erinnerung daran, dass Veränderungen beständig und natürlich sind. Lasst uns jede Jahreszeit genießen, solange sie dauert. Sie alle haben etwas Besonderes zu bieten. Lektion 13. Vermächtnis für zukünftige Generationen. Es ist so wichtig, ein Vermächtnis für künftige Generationen zu schaffen. Wo sollen wir anfangen? Vielleicht können wir uns auf Nachhaltigkeit und Bildung konzentrieren. Das sind Schlüsselbereiche. Das ist eine tolle Idee.
Es ist von entscheidender Bedeutung, der nächsten Generation beizubringen, sich um den Planeten zu kümmern. Genau. Wir könnten auch unsere Geschichten und Lektionen dokumentieren, damit sie daraus lernen können. Ich liebe das. Der Austausch von Weisheit und Erfahrungen kann eine nachhaltige Wirkung haben. Es geht darum, heute Samen zu säen, die morgen zu etwas Sinnvollem heranwachsen. Fangen wir klein an, denken aber groß. Jede Anstrengung zählt. Vereinbart. Gemeinsam können wir einen Unterschied für die Zukunft machen. Das ist inspirierend. Machen wir den ersten Schritt und schauen wir, wohin er führt. Lektion 14, Januar Blues. Januar ist der erste Monat des Jahres und im Januar ist es normalerweise kalt. Wahr. Es ist eine Zeit für Neuanfänge, aber die Kälte kann es schwierig machen, motiviert zu bleiben. Haben Sie Tipps, wie Sie den Januar-Blues besiegen können? Ich versuche aktiv zu bleiben und mir kleine, erreichbare Ziele zu setzen. Es hilft mir, positiv zu bleiben. Das ist klug. Ich plane auch gerne etwas, auf das ich mich freue, zum Beispiel eine Reise oder ein Event. Tolle Idee. Etwas Aufregendes am Horizont zu haben, macht die Kälte erträglicher. Lassen Sie uns diesen Januar trotz des Wetters zu einem guten machen. Vereinbart. Eine positive Einstellung kann viel bewirken. Auf einen Neuanfang und ein tolles Jahr. Lektion 15, der Ruf des Millenniums. Der Ruf des Jahrtausends bleibt ein Programm, das Ihre Generation weitergibt. Es ist eine große Verantwortung, aber auch eine spannende Chance, die Zukunft zu gestalten. Glauben Sie, dass wir mit den Veränderungen, die wir vornehmen, auf dem richtigen Weg sind? In einigen Bereichen geht es gut voran, aber es gibt noch viel zu tun. Wahr. Es geht darum, Innovation mit der Bewahrung des Wichtigen in Einklang zu bringen. Genau. Wir müssen langfristig denken und die Auswirkungen unseres Handelns berücksichtigen. Es ist inspirierend zu sehen, wie viel Potenzial für positive Veränderungen vorhanden ist. Lasst uns weiter voranschreiten und ein Vermächtnis hinterlassen, auf das wir stolz sein können. Vereinbart. Die Zukunft liegt in unseren Händen, und wir haben sie. Lektion 16, motiviert bleiben. Motiviert zu bleiben kann schwierig sein. Wie halten Sie sich auf dem Laufenden? Ich stelle sicher, dass ich mir klare Ziele setze und mich nach Abschluss belohne. Das ist eine tolle Strategie. Teilen Sie Ihre Ziele in kleinere Schritte auf? Ja, dadurch fühlen sie sich beherrschbarer und weniger überwältigend. Das werde ich versuchen. Manchmal verliere ich die Motivation, wenn das Ziel zu groß erscheint. Es hilft, es aufzuschlüsseln. Und das Feiern kleiner Erfolge hält den Schwung aufrecht. Was für Belohnungen gibst du dir selbst? Es könnte etwas Einfaches sein, wie eine Belohnung oder eine Pause, um etwas zu tun, das mir Spaß macht. Das klingt motivierend. Ich werde anfangen, mir kleinere Ziele zu setzen und mich auch selbst zu belohnen. Lektion 17, Yoga ausprobieren. Ich habe darüber nachgedacht, Yoga zu meiner Routine hinzuzufügen. Das ist eine tolle Idee. Es eignet sich perfekt zur Verbesserung der Flexibilität und Entspannung. Allerdings bin ich nicht sehr flexibel. Glaubst du, ich werde zunächst Schwierigkeiten haben? Jeder fängt irgendwo an. Beim Yoga geht es um Fortschritt, nicht um Perfektion.
Das ist beruhigend. Soll ich an einem Kurs teilnehmen oder es zu Hause ausprobieren? Ein Kurs könnte für Anfänger besser geeignet sein. Der Ausbilder kann Sie anleiten. Guter Punkt. Ich werde nach einem Anfängerkurs in der Nähe suchen. Lass mich wissen, wie es läuft. Ich bin mir sicher, dass Sie es lieben werden, wenn Sie erst einmal damit Danke für die angefangen haben. Ermutigung. Ich freue mich darauf, es auszuprobieren. Lektion 18: Kommunikationsstile. Haben Sie Unterschiede in den Kommunikationsstilen beobachtet? Ja, manche Menschen sind direkt, während andere subtiler sind. Es ist interessant. Glauben Sie, dass kulturelle Hintergründe bei diesen Unterschieden eine Rolle spielen? Definitiv. Kultur prägt die Art und Weise, wie wir uns ausdrücken und andere interpretieren. Das stimmt. Es ist wichtig, sich dieser Unterschiede bewusst zu sein, um Missverständnisse zu vermeiden. Genau. Aktives Zuhören und Empathie können diese Lücke schließen. Das werde ich mir merken. Kommunikation ist eine so lebenswichtige Fähigkeit. Das ist es wirklich. Üben wir, in unseren Gesprächen achtsamer zu sein. Vereinbart. Eine bessere Kommunikation führt zu stärkeren Beziehungen. Lektion 19: Das Erbe der Wikinger. Nicht um anzugreifen, aber obwohl die Wikinger als wilde Krieger bekannt waren, bauten sie auch unglaubliche Schiffe und erkundeten neue Länder. Das stimmt. Sie waren mehr als nur Krieger, sie waren geschickte Handwerker und Seefahrer. Glauben Sie, dass Ihr Erbe oft missverstanden wird? Definitiv. Ihre Beiträge zur Exploration und zum Handel werden oft übersehen. Es ist faszinierend, wie die Geschichte komplexe Kulturen in Stereotypen vereinfachen kann. Wahr. Wir sollten tiefer graben, um das Gesamtbild zu verstehen. Erfahren wir mehr über Ihre Erfolge außerhalb der Schlachten. Vereinbart. Es gibt so viel zu schätzen an ihrem Einfallsreichtum und ihrer Widerstandsfähigkeit. Die Geschichte steckt voller Überraschungen, wenn man über den Tellerrand blickt. Lektion 20: Kostenlose Rücksendungen. Klingt großartig. Bieten Sie eine kostenlose Rücksendung an, wenn etwas nicht passt? Ja, das tun sie. Das ist einer der Gründe, warum ich dort gerne einkaufe. Das ist eine Erleichterung. Es nimmt Ihnen den Stress beim Online-Shopping. Genau. Sie können die Dinge zu Hause anprobieren und zurückgeben, was nicht funktioniert. Gibt es eine Frist für die Rückgabe? Normalerweise 30 Tage, aber es ist am besten, die Richtlinien für Einzelheiten zu überprüfen. Gut zu wissen. Ich werde dafür sorgen, dass die Etiketten für alle Fälle angebracht bleiben. Kluger Schachzug. Es ist immer besser, vorbereitet zu sein. Danke für den Tipp. Ich freue mich darauf, jetzt mit Zuversicht einkaufen zu können. Lektion 21: Lord Stocktons Vermächtnis. Bereits 1962 war es Lord Stockton, ehemals Harold Macmillan, der als erster die Idee einer wirtschaftlichen Modernisierung vorbrachte. Das ist faszinierend. Glauben Sie, dass seine Ideen auch heute noch relevant sind? Absolut. Viele seiner Prinzipien zum Ausgleich von Wachstum und sozialem Wohlergehen werden immer noch diskutiert. Es ist erstaunlich, wie vorausschauend er für seine Zeit war. Was war sein größter Beitrag? Er betonte die Bedeutung von Technologie und Bildung für den wirtschaftlichen Fortschritt.
Das ist etwas, das für uns auch heute noch Priorität hat. Glauben Sie, dass sein Vermächtnis vollständig anerkannt wird? Nicht immer. Seine Arbeit wird oft von späteren politischen Persönlichkeiten überschattet, aber sein Einfluss ist unbestreitbar. Wir sollten seine Ideen noch einmal überdenken und sehen, wie sie sich auf moderne Herausforderungen anwenden lassen. Vereinbart. Die Geschichte kann uns viel lehren, wenn wir bereit sind, zuzuhören. Lektion 22: Helikopterflug. Als ich einstieg, drehten sich die Propeller des Helikopters. Es war so eine aufregende Erfahrung. Das klingt spannend. Warst du überhaupt nervös? Ein wenig, aber der Pilot war sehr beruhigend und die Aussicht war es wert. Was hast du von dort oben gesehen? Die Stadt sah unglaublich aus, wie ein Miniaturmodell mit winzigen Autos und Gebäuden. Ich wollte schon immer einen Helikopterflug ausprobieren. Wie lange hat es gedauert? Ungefähr 20 Minuten, aber es fühlte sich an, als ob die Zeit wie im Flug verging. Du solltest es unbedingt ausprobieren. Ich werde es zu meiner Bucketlist hinzufügen. Es klingt nach einem unvergesslichen Abenteuer. Das ist es wirklich. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie bereit sind, dann können wir gemeinsam losgehen. Lektion 23: Omas Dachboden. Ich war froh, dass sie mich bat, beim Aufräumen ihres Dachbodens zu helfen. Das ist schön. Was hast du da oben gefunden? Meine Großmutter sagt, ihr Dachboden sei voller Müll, aber in Wirklichkeit ist er eine Schatzkammer voller Erinnerungen. Haben Sie etwas Interessantes entdeckt? Alte Fotoalben, vintage Kleidung und sogar einige handgeschriebene Briefe. Das klingt erstaunlich. Es ist wie eine Zeitreise in die Vergangenheit. Genau. Es war eine großartige Möglichkeit, mit ihr in Kontakt zu treten und etwas über unsere Familiengeschichte zu erfahren. Sie sollten alles dokumentieren. Es ist ein Teil Ihres Erbes. Das ist eine tolle Idee. Ich werde damit beginnen, es in einem Sammelalbum oder einem digitalen Archiv zu organisieren. Lektion 24: Duty-Free Shopping. Sind die Preise in Duty-Free-Shops günstiger als in regulären Geschäften? Es kommt auf den Artikel an, aber es gibt oft gute Angebote für Luxusgüter und Alkohol. Das ist gut zu wissen. Gibt es eine große Auswahl an Produkten? Ja, je nach Flughafen finden Sie hier alles von Kosmetik bis Elektronik. Ich muss es mir bei meiner nächsten Reise unbedingt ansehen. Irgendwelche Tipps zum zollfreien Einkaufen? Vergleichen Sie vorher die Preise und wissen Sie, wonach Sie suchen. Es ist leicht, sich mitreißen zu lassen. Guter Rat. Ich werde eine Liste erstellen und mich daran halten. Überprüfen Sie außerdem die Zollfreigrenzen für Ihr Reiseziel, um zusätzliche Gebühren zu vermeiden. Danke für die Tipps. Ich freue mich darauf, bei meiner nächsten Reise intelligenter einzukaufen. Lektion 25: Vegetarische Optionen. Gibt es im Restaurant vegetarische Optionen? Ja, das tun sie. Ich habe eine Vielzahl vegetarischer Gerichte auf der Speisekarte gesehen. Das ist großartig. Ich versuche in letzter Zeit, mehr pflanzliche Mahlzeiten zu essen. Ich auch. Es ist besser für Gesundheit und Umwelt. Was ist Ihr liebstes vegetarisches Gericht? Ich liebe eine gute Gemüsepfanne oder eine herzhafte Linsensuppe. Und du? Ich bin ein Fan von vegetarischem Sushi und Falafel-Wraps. Sie sind so aromatisch.
Irgendwann sollten wir gemeinsam die vegetarischen Optionen ausprobieren. Es macht immer Spaß, neue Lebensmittel zu entdecken. Vereinbart. Lass uns ein Abendessen planen und daraus einen vegetarischen Abend machen. Klingt perfekt. Ich freue mich schon darauf. Lektion 26, Laufschuhe. Ich bin auf der Suche nach einem neuen Paar Laufschuhe. Irgendwelche Empfehlungen? Definitiv. Ich suche ein Paar mit guter Dämpfung und Stabilität. Ebenfalls. Haben Sie eine Lieblingsmarke? Ich habe gute Erfahrungen mit Marken wie Brooks und Asics gemacht. Sie eignen sich hervorragend für lange Läufe. Ich werde sie mir ansehen. Sollte ich für eine Anprobe in ein Fachgeschäft gehen? Ja, es lohnt sich. Sie können Ihren Gang analysieren und Ihnen die besten Schuhe empfehlen. Das ist klug. Ich möchte nicht mit etwas enden, das meinen Füßen wehtut. Genau. Die Investition in die richtigen Schuhe macht den Unterschied. Danke für den Rat. Ich werde dieses Wochenende einen Laden besuchen. Lektion 27, Urlaubspläne. Wie lange bleiben Sie im Urlaub? Wir planen, eine Woche zu bleiben. Und du? Nur ein langes Wochenende, aber ich hoffe, dass ich das Beste daraus machen kann. Was steht auf Ihrem Reiseplan? Erkunden Sie die Stadt, probieren Sie lokales Essen und machen Sie vielleicht einen Tagesausflug ins Grüne. Das klingt entspannend. Wir planen, Museen zu besuchen und etwas zu wandern. Hübsch. Es ist großartig, Kultur und Natur zu verbinden. Genau. Lasst uns Fotos und Geschichten teilen, wenn wir zurückkommen. Handeln. Ich wünsche Ihnen eine tolle Reise. Lektion 28, Kunstprojekte. Wir breiten große Blätter Papier aus und malen mit Farben oder Buntstiften Bilder. Das hört sich nach so viel Spaß an. Machst du das oft? Ja, es ist eine großartige Möglichkeit, sich zu entspannen und kreativ zu werden. Was für Bilder machst du normalerweise? Manchmal Landschaften, manchmal abstrakte Designs. Es hängt von meiner Stimmung ab. Das würde ich gerne ausprobieren. Es klingt therapeutisch. Das ist es wirklich. Du solltest das nächste Mal zu mir kommen. Ich würde gerne. Machen wir es zu einer normalen Sache. Perfekt. Kunst und gute Gesellschaft, was will man mehr? Lektion 29, die tapfere Katze. Letzte Nacht jagte sie eine Spinne, hatte aber Angst, sie zu berühren. Das ist so lustig. Katzen sind so neugierige Wesen. Nachts rollt sie sich mit mir in meinem Bett zusammen. Es ist das Süßeste. Schläft sie immer mit dir? An den meisten Abenden. Es ist, als hätte man einen kleinen pelzigen Mitbewohner. Das ist bezaubernd. Weckt sie dich früh auf? Manchmal, aber es macht mir nichts aus. Ihr Schnurren ist so beruhigend. Du hast Glück, einen so liebevollen Begleiter zu haben. Das bin ich wirklich. Sie ist mein kleiner Schatten. Lektion 30, der olympische Geist. Der olympische Sport ist wirklich internationaler Natur, so wie de Coubertin es gewollt hätte.
Andererseits ist es auch eine Plattform, um Nationalstolz und Einheit zu demonstrieren. Wahr. Es ist eine schöne Balance zwischen Wettbewerb und Kameradschaft. Glauben Sie, dass die Olympischen Spiele ihren ursprünglichen Idealen noch gerecht werden? Größtenteils ja. Sie bringen Menschen zusammen und inspirieren zu Spitzenleistungen. Es ist erstaunlich, wie Sport Grenzen und Kulturen überwinden kann. Genau. Die Olympischen Spiele erinnern uns daran, was wir erreichen können, wenn wir zusammenarbeiten. Hoffen wir, dass der Geist der Spiele auch künftige Generationen inspiriert. Vereinbart. Die Welt braucht mehr Momente der Einheit wie diesen. Lektion 31. Schockierende Entdeckung. Ich war heute schockiert. Ich hatte noch nie zuvor eine Katze Tee trinken sehen. Wirklich? Das ist so ungewöhnlich. Katzen meiden normalerweise alles, was nicht Wasser oder Milch ist. Ich weiß. Es saß da und schlürfte den Tee, als wäre es das Normalste. Vielleicht war es neugierig oder wurde vom Geruch angezogen. Katzen können so unberechenbar sein. Ich glaube, der in der Nähe herumkriechende Tausendfüßler muss mich zunächst abgelenkt haben. Ein Tausendfüßler? Das klingt nach einem ziemlich ereignisreichen Tag. Es war. Ich werde den Anblick dieser Katze, die so ruhig Tee schlürfte, nie vergessen. Die Natur überrascht uns immer wieder, nicht wahr? Absolut. Es sind Momente wie diese, die das Leben so interessant machen. Lektion 32. Lösungen finden. Ich habe mich darauf konzentriert, Lösungen für einige Herausforderungen bei der Arbeit zu finden, und es hat sich wirklich gelohnt. Das ist ausgezeichnet. Auf welche Erfolge sind Sie bisher besonders stolz? Es ist mir gelungen, einen Prozess zu rationalisieren, der zu Verzögerungen geführt hat, und das hat einen großen Unterschied gemacht. Das ist beeindruckend. Es muss ein tolles Gefühl sein zu sehen, wie sich Ihre Bemühungen auf solch greifbare Weise auszahlen. Das tut es. Ich habe auch an der Verbesserung der Teamkommunikation gearbeitet, was bahnbrechend war. Kommunikation ist so wichtig. Wie sind Sie das angegangen? Ich habe wöchentliche Check-ins eingeführt und alle dazu ermutigt, ihre Ideen offen zu teilen. Das ist eine fantastische Strategie. Es schafft eine kollaborativere Umgebung. Genau. Es ist erstaunlich, wie kleine Änderungen zu großen Verbesserungen führen können. Lektion 33. Party-Outfit-Ideen. Heute Abend gibt es eine Party und ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Irgendwelche Ideen? Wie wäre es mit einem trendigen Overall? Es ist stilvoll und bequem für einen Abend. Ein Overall? Das ist eine interessante Wahl. Ich habe noch nie einen getragen. Es ist eine großartige Möglichkeit, aufzufallen, und Sie können es passend zur Atmosphäre der Party mit Accessoires ausstatten. Das klingt lustig. Glauben Sie, dass eine kräftige Farbe oder ein neutraler Ton besser funktionieren würde? Eine kräftige Farbe würde auf jeden Fall ein Statement setzen, aber neutrale Farben sind immer edel. Ich denke, ich werde mich für etwas Mutiges entscheiden. Es ist schließlich eine Party. Perfekte Wahl. Sie werden großartig aussehen und sich selbstbewusst fühlen. Danke für den Vorschlag. Ich freue mich darauf, etwas Neues auszuprobieren.